Okay. Wir haben wieder eine die Karte aktualisieren. Sehr schön. Jetzt haben wir hier noch eine Nachricht, die wir jetzt sofort mal lesen werden. Hi Ron. Ich wünschte mir, die da oben würden uns Funkgeräte geben, die nicht komplett für den Arsch sind. Meistens schreibe ich ja lieber. Aber ab und zu wäre es schön, dich sofort erreichen zu können. Ich liebe dich. Mua. Meine Schwester lässt mir dauernd Nachrichten in der Zentrale. Sie versteht wohl nicht so ganz, dass ich den Job hier angenommen habe, damit ich Ruhe vor ihr und unserer Mutter habe. Deine Mutter, Mann, ist jetzt schon eine Weile hier und überlege, wie ich es jetzt sagen soll. Aber bislang nur eine halbe Flasche Gin getrunken. Ich vermisse dich, 1000 Küsse, dein Dave. Mua. Okay. Dann sage ich mal so, er ist auch ein nicht ganz heißer, ein leicht warmer. Gut. Ach. So. Klopapier, richtig. Nehmen. Nehmen. Einpacken. Halt nicht. Toilettenpapier. Eine Chance zum Leben. Ja, sieht sehr spannend aus. So, blödes Buch. Der zufällige Retter. Terminal 7. Nochmal der zufällige Retter. Scheißbücher hier. Versuchungskiste. Ach nee. Was eine Chance auf den Tod. Und was geht's hier? Das erste Buch in Craig by the Numbers. Von dem Autor von was? Dem Bestseller Spektrum. Das Bestseller Spektrum Spionageserie. Ach so, alles weg hier. Fortz. Ja, alles Scheiße hier. Alles Scheiße. Scheiße. Okay, zu. Gut, wir müssen nun mal auf die Map schauen. Und welche Richtung müssen wir jetzt? Jetzt müssen wir geradeaus und dann nach links. Okay. Dann los geht's ja. Suche den Löschdruck im Lager hinter der Kontrolle. Wir kontrollieren Brand. Hallo kontrollierter Brand, ich bin's, euer Parkwächter. Ich habe dich gesehen, du kleiner Brand. Du warst aber ganz schön heiß. In Liebe, dein Brandwächter. Okay. Haha. Haha. Ah. Ja, so ein Schneemobil hier, das ist nichts Ungewöhnliches. Nein, es ist nicht. There's some old snowmobiles out here. That's crazy. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. Zerlegter Motor. Whoa, someone stripped these snowmobiles down to the bone. Huh. And that's weird, right? I mean, I can come up with a bunch of not weird reasons someone would do that out here, but given what's happened, yeah. Yeah, that's weird. Guck mal, ich habe einen Teich gefunden. Willst du es wissen? There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Actually, Yeah, I know where you are. Yeah, where am I? Pork Pond. There used to be a sign up for it, but, well, folks kept stealing it. Because it's called Pork Pond. It's a good goddamn name. That sign would look great in a den, or, you know, anywhere. Naja. Es scheint die wirklich eine sehr, sehr nette Frau zu sein. Hoffentlich lernen wir die noch kennen. Das wäre scheiße, wenn nicht. The bridge to the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get Ja, across. sag ich auch. Good plan. Ich drück immer mehr Shift. Ja, wieder, habt ihr es gesehen? Die
alte gute... Der alte Jude-Steuerung von den Juden-alten Ego-Shootern, die hat man immer drin in dieser Perspektive, als ich bin. Für mich eigentlich. Bei euch geht's bestimmt auch nicht anders, ne? Ich frage mich jetzt nicht, wo ich rüber gelaufen bin. Der Baum ist angesägt, oder? Ja, frei angehackt. Aha. Meine Frage, wenn die da drüben jetzt sind und wir kommen nicht drüber, leben die dann überhaupt noch? Weil das kommt mir gerade alles sehr suspekt vor. Also sehr suspektiv. Weil ich kann nur sagen, wenn die Brücke zerstört ist und da sind Leute drüben, ein Rettungstrupp, also müssten die doch schon längst mal eine neue Brücke gebaut haben. Oder es gibt sie gar nicht mehr. Oder die haben keine Ahnung, 20 Flaschen Whisky mit und besaufen sich die ganze Zeit. Kann natürlich auch sein. Aber dann finde ich das ja ziemlich komisch, weil ich denke nicht, dass sie wie die Kängurus dann hier von Felsen zu Felsen springen würden. Sondern ja wohl eher I'm still looking for a way across the ravine. Well, there must be one. I mean, the firefighters made it from that camp to Ruby River. Dort was? Klar. Hier komme ich ja gar nicht. Weil ich doch richtig durchgegangen bin. Oh Mann, manchmal bin ich aber auch ein schlauer Fuchs. Camp Arapaho. You're there? Yeah, I am. It's been out there since the 50s. I was never really into the idea of the Scouts. It's something about men organizing boys around their ideals. Never sat right with me. Beware weebelows in large numbers. Beware of anyone in large numbers. Ja, dann gucken wir mal kurz hier oben, nicht? Vielleicht können wir ja da einen Hupser machen. Ein Hupserle? Nee. Ja, dann denke ich mal schon, dass wir auf der anderen Seite schauen müssen. Ja, ich weiß, mein Spielstil ist nicht jedermanns Geschmack. Aber ich genieße auch solche Spiele, weil die ja wirklich sehr viel Spaß machen. Am meisten, wenn mich noch ein Spiel fasziniert, wie dieses. Ja, ist ja schön, dass sie nicht trotzdem rüberspringen. Wie kommen die wieder zurück? Ich genieße die Spiele und ich konnte ja auch sehr gern solche halbwegs kleinen, also auch große Open-World-Spiele. Also so eins zu Let's Play, das würde mir zu lange dauern, weil ich bin ja da ewig drin bei Skype um 500-600 Stunden. Also das ist also für ein Let's Play nichts. You ever talk to any of the Scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. Unless it's Brian Goodwin. Well, if forced, I mean, I can make conversation with anyone. Plus, it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies. I mean, he wasn't a scout or a weebelo or whatever? I got the sense that boy could barely tie his shoes, let alone a clove hitch. What the hell's a clove hitch? Well, it's a knot that you are probably too old and too stubborn to learn. You use it to make rafts and shelters and stuff like that. You know how to tie one? Heck no, I'd make a weebelo do it. Sag mal, habt ihr schon mal Scouts vs. Zombies gesehen? Ein absolut genialer Film. Und wie ich schon sagte, hier ist kein Schwanz mehr. I guess these little shelters are where they keep the weebelos. For the past 35 years, yeah. Vielleicht finden wir hier was uns weiterhilft. Wie diese Bärenfalle zum Bleistift. There are bear traps out here in the scout shelters. Scouts are stalwart prey. That's messed up.
Irgendwas stimmt hier hinten und vorne nicht. Irgendetwas stimmt hier absolut nicht. Ja, wo sind denn hier jetzt die Feuerwehrleute? Wollen wir mich verarschen? Warte. Ja, also ich bin schon mittendrin, statt nur dabei. Aber ich muss jetzt auch mal eine Aufnahmepause machen. Das war mit diesem wunderschönen Ausblick hier. Okay, liebe Freunde, dann danke ich euch erstmal bis hierher beim Zuschauen und ich hoffe, ihr werdet dieses kleine Let's Play noch weiter verfolgen. Und da danke ich euch erstmal und sage Ciao mit V wollte ich nicht sagen, das meint Ciao mit F. Dann danke euch, liebe Freunde, und ich hoffe, euch gefällt dieses Spiel genauso wie mir. Und entweder geht's gleich weiter oder bei dem nächsten Teil. Dann macht's gut. Ciao. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. So Freunde, da bin ich wieder. Und wir müssen hier irgendwas machen. So viel wissen wir schon. Gut, wir schauen uns jetzt hier mal noch ein bisschen um. Und schauen mal, was dann hier noch so auf uns wartet. Ich möchte ja nichts sagen, aber irgendwie sieht es hier sehr, sehr, sehr verlassen aus. Irgendwas. Hier schon, ne? Ah, ne, das ist die Klaue, die so klingt. Ich bin schon bewundert. Ah, hier ist eine Hacke. I found an axe. If one of the crew left it, that thing is actually called a Pulaski. It looks like an axe to me. This thing will be a huge help. For both getting through the backcountry and getting through that fence. Aha. Ooh. Yeah, these guys are gone. I found where they were sitting around before getting picked up. Damn. So, okay. Wir nehmen uns mal die. Nun sind wir bewaffnet und gefährlich. Was haben wir denn hier noch alles? Was ist das denn? Handschaufel und Klopapier. Ja, das ist, ja, das könnte eine, ja, das ist, ja. Klopapier. Let's play. Let's play. Ja, das passt mal wieder richtig, nicht? So, okay. Wir haben noch eine Handschaufel, die melden wir gleich mal. I found a little trowel. Maybe I should take it with me. Could use it to pop open beers. Wow, 99% sure that's for burying poop. I am gonna leave it here. Kann man die trotzdem? Okay, dann schmeißen wir halt alles einfach runter. Aber zumindest, oh, liegt dann auch noch was. Mitteilung. Hey, Dee, they left something behind. It's like a memo from their boss. Did it say anything of note? Next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Wapiti Station? Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, stop there, let the mystery percolate. My mother always said I would meet someone who'd give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about? What are they researching? Das würde mich aber auch mal. Us. They're researching us. You think they're studying you and me? I do, yeah. I mean, maybe it's about studying two strangers who talk every day. Like, if you put someone in isolation with someone else, what they do. Yeah, that's what I think. Well, fuck that. Agreed. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but... God, if you saw what you said you did... Fuck, Henry. Yeah, I saw it. Okay. So what's next? Well, I've got an axe, so I can figure out a way to get over the ravine and back towards the site. Sounds good. Check in when you can, and keep an eye out for anyone following you. Na, okay.
Ich möchte aber trotzdem mal die Mitteilung lesen. 7.8.89 Wyoming. Was in der Agency Hotshot Crew, Band Rock Ranger District. 1220 N 18th Street, Creephole, WJ 82426. RE. Dr. Simmons at the PV Station, Thoroughfare Region. Squad Boss Garrison. In the next few days, you and your team will be traveling into the Thoroughfare Region of Chosen National Forest to cut a fire line south of Ravi River. I'm reading. Das lese ich eigentlich jetzt auf Englisch hier. Aber das muss wohl. Das haben sie ja wohl leicht vergessen zu übersetzen. Hm? Hey, ihr Lumpen, ich hab euch. Ihr habt vergessen, was zu übersetzen. Na gut, wir legen es mal wieder zurück. Ich drücke schon wieder Shift zum Rennen. So, okay, ja. Jetzt müssen wir hier irgendwie raus. Ups. Nur balancieren? Nö. Ach, die Sonne. Einfach nur schön. Ich mache von hier mein Foto. Alles was ein bisschen theatralischer hier, das muss doch ein bisschen von hier drüben so ein bisschen schräg rein, so. Vielleicht ein bisschen die Sonne drauf und nicht, dass der Film ist, aber beleuchtet wird. Auch das ging uns früher oft so. Knips. Jetzt knipsen wir das mal noch. So. Okay. Gut, jetzt müssen wir halt versuchen, irgendwie wieder hier rauszukommen. Bloß wie? Ich weiß es nicht. Verdammt. Irgendwo muss es hier rausgehen. Es ploppt so fröhlich vor sich hin. Da gucken wir mal her. Gehen wir hier wieder hier rüber. Wir kommen ja von hier nicht, glaube ich. Kommen wir von hier, ja, ne? Oh, einen Mutterpaul. Ein toter Pfahl. Lass du uns ranhacken. Ach, schau, das war ein bisschen Baum. Hallo, Freunde. Ja, ich muss irgendwie da drüber.